Mütter sollten nach der Geburt überglücklich sein. Das ist so die Erwartung der Gesellschaft. In 10–15% von allen Geburten oder von allen Wochenbetten ist das nachher nicht so. Gründe können sein durch die hormonellen Veränderungen, wo sie nach der Geburt unterworfen sind. Eine Geburt ist auch ein einschneidendes Erlebnis für die Mutter, für das Kind und für den Vater. Die Traurigkeit unmittelbar nach der Geburt, der sagt man Babyblues. Der Babyblues fängt an ungefähr 3 Tage nach der Geburt und kann ungefähr 2 Wochen dauern. Eine Mutter, die den Babyblues hat, die muss daheim gut umsorgt werden. Sie ist die Königin vom Wochenbett und man soll sie verwöhnen und gut zu ihr schauen. Sie braucht auch Zeit, um ihr Baby kennenzulernen. Die Eltern brauchen Zeit, um sich neu kennenzulernen. Die Familienkonstellation hat sich verändert. Wenn die Zeit länger andauert, von Traurigkeit, die Frauen mögen nicht, sie können den Alltag nicht bewältigen, dann redet man von einer postpartalen Depression. Frauen, die an einer postpartalen Depression erkranken, sie sind traurig, sie haben Schwierigkeiten, um ihren Alltag zu bewältigen. Wobei dort schon immer sehr eindrücklich ist, dass die Frauen halt trotzdem weiter funktionieren, auch wenn sie krank sind. Frauen, die an einer postpartalen Depression erkranken, haben auch zwiespältige Gefühle dem Kind gegenüber. Sie entwickeln Ängste dem Kind gegenüber. Sie können vielleicht nicht alle Zeichen gut einordnen, die das Kind ihnen zusenden. Ein Säugling merkt, dass seine Mutter psychisch erkrankt ist. Das kann sich äußern, indem er mehr schreien, indem er vielleicht schlechter schlafen. Für die Wöchnerin ist es auch wichtig, die feinen Zeichen von dem Kind zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Daraus kann ein Teufelskreis entstehen, wenn sie nicht gut darauf reagieren kann, muss sich das Baby viel mehr äußern, dass es wahrgenommen wird. In diesen Situationen ist es dann jeweils auch ganz wichtig, dass der Vater ein wichtiger Ankerpunkt ist für das Kind und die Familie gut unterstützen kann. Eine psychische Erkrankung der Mutter kann Auswirkungen haben auf das Kind, insofern, dass es gefährdet ist in seiner Entwicklung. Das Risiko für Verhaltensauffälligkeiten kann ansteigen und es kann ihm schwerfallen, später soziale Kontakte zu seinem Umfeld aufzunehmen. Wenn nach der Geburt psychische Erkrankungen auftreten, ist es wichtig, dass man die Symptome frühzeitig erkennen kann, weil man das sehr gut behandeln kann. Insbesondere postpartale Depressionen und Angststörungen. Ich ermutige meine Wöchnerinnen immer, dass sie sich auch frühzeitig Hilfe holen, dass sie sich therapeutisch begleiten lassen, damit sie sich im Alltag gut zurechtfinden. Ich ermutige die Eltern auch immer wieder, dass sie sich schon vor der Geburt darum kümmern, ein soziales Netz aufzubauen, dass sie wissen, wer sind ihre Nachbarn oder wer können sie unterstützen in so einer Situation. Die Hebammen und auch die Mütter-Väter-Beraterinnen kommen in die Familie und sie längere Zeit begleiten. Es ist sicher weniger bekannt, aber von einer postpartalen Depression können auch Väter betroffen sein. Die Umstellung nach der Geburt, die ungewisse Zeit, die neuen Perspektiven stellen sie vor grosse Herausforderungen. Manchmal sind die Mütter gesund und die Väter sind nach einer Geburt an einer Depression erkrankt. Das Wohlbefinden der Eltern ist zentral. Dem Kind geht es gut, wenn es den Eltern gut geht.